Ja, herzlich willkommen zu unserer Keynote Klimapolitik gleich Stadtpolitik. Großes Fragezeichen. Darüber sprechen wir gleich mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze und mit dem Oberbürgermeister von Wuppertal, Uwe Schneidewind. Fun Fact, die beiden kennen sich schon sehr gut. Genau, die werden sich gleich duzen und sie haben uns schon gesagt, dass sie uns eventuell gar nicht zu Wort kommen lassen. Das heißt, vielleicht erklären die uns einfach gleich ein bisschen was und wir lehnen uns zurück. Wir sind auf jeden Fall gespannt, aber wenn wir nicht zu Wort kommen, dann kommt ihr trotzdem definitiv zu Wort. Denn ihr habt die Möglichkeit, hier bei Zoom euch dazuzuschalten und direkt Fragen zu stellen an die beiden. Sobald ihr während des Gesprächs gleich eine Frage entwickelt, dann könnt ihr euch einwählen bei Zoom. Wir zeigen euch die Einwahldaten gleich nochmal. Da sind sie, wundervoll, danke. Da könnt ihr euch einwählen und dann nehmen unsere KollegInnen aus dem Backstage euch da im Empfang und nach unserem kleinen Gespräch könnt ihr dann eure Fragen stellen. Außerdem haben wir jemanden zu Gast. Die wundervolle Lou. Die wundervolle Lou. Hallo Lou, schön, dass du da bist. Unsere Graphic Recorderin wird nämlich alles hier festhalten, was im Talk passiert. Genau. Die sitzt uns hier gegenüber. Hallo Lou. Moin Lou. Hi. Sehr schön, dass du da bist. Den roten Button, wenn wir Quatsch reden, haut sie wahrscheinlich da drauf. Und sonst zeichnet sie für uns, damit wir auch nach der Keynote noch einen Einblick haben, was wir gesehen und gehört haben. Okay. Genau, ich würde sagen, wir sind bereit, ihr seht die Daten, ihr seid bereit und wir starten und begrüßen ganz herzlich Svenja Schulze und Uwe Schneidewind. Herzlich willkommen an der Leuphana. Hallo. Geht's Ihnen gut? Hallo. Moin von Lüneburg. Genau, moin aus Lüneburg. Moin, moin aus Berlin. Sehr schön. Und aus Wuppertal wahrscheinlich. Genau. Wir haben Sie ja vor der Show mal gegoogelt. So machen wir das? Ich hoffe bei Ecosia, genau. Bitte. Bei Ecosia natürlich. Gesucht, oder? Ja. Wir haben sie bei Ecosia gesucht und die häufigsten Suchanfragen dabei mal aufgeschrieben. Und vielleicht können Sie uns helfen, die schon mal zu Beginn einmal kurz zu beantworten. Svenja Schulze, bei Ihnen habe ich die Anfrage Svenja Schulze Amt. Naja, ich bin Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und war vorher 7 Jahre lang Wissenschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen. Check, sehr gut. Dann Svenja Schulze Partei. Ich bin eine überzeugte Sozialdemokratin und sehr froh, dass ich da schon viele Jahre Mitglied bin. Auch diese Frage konnten wir beantworten. Vielen Dank. Und Svenja Schulze Bilder. Ich würde sagen, das hat sich somit erübrigt. Sehen Sie hier im Stream. Vielen Dank dafür. Genau. Und Herr Schneidewind, bei Ihnen sieht das folgendermaßen aus. Oh Mist, das habe ich schon verraten. Sie sind Bürgermeister von, lassen Sie es uns noch mal hören? Wuppertal, dieser wunderbaren Stadt im Bergischen. Wundervoll. Und dann haben wir hier noch Bücher. Was heißt das denn? Ja, ich war ja vorher mal Wissenschaftler. Ich habe ja 10 Jahre das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie geleitet. Und das letzte war das zur großen Transformation. Vermutlich sind dann viele auf der Suche nach diesem Buch, weil das relativ breit wahrgenommen wurde. Wundervoll. Ja, ich glaube, das ist auch für viele Diskussionen hier in Lüneburg die Grundlage, würde ich sagen. Den Begriff haben wir schon das ein oder andere Mal gehört. Und dann noch, und das ist jetzt natürlich fies, dass ich jetzt so ein Wort sage und Sie dann nur kurz darauf antworten dürfen, Ziele. Tja, wir haben gerade ein Zukunftsprogramm für Wuppertal verabschiedet. Vermutlich wird das gesucht. So 8 Schlüsselbereiche. Was wollen wir in den nächsten 5 Jahren erreichen? Da könnte ich mir vorstellen, dass das daher kommt. Prima. Und ich denke, genau darauf können wir auch jetzt im Verlauf der nächsten halben bis dreiviertel Stunde noch ein bisschen eingehen. Genau, denn wir haben noch ein paar Fragen, die man nicht über Ecosia so leicht beantworten kann. Und Frau Schulze, wenn ich vielleicht mal bei Ihnen anfangen darf, was glauben Sie denn, welche Rolle spielen denn überhaupt urbane Räume in Deutschland, wenn es um Klimawandel geht? Ich glaube, dass die urbanen Räume eine ganz große Rolle spielen, weil sie sind zum einen von den Klimaveränderungen ganz besonders betroffen. Also wenn man nur mal an Hochwasser denkt, nach den Starkregen, das war in meiner Heimatstadt ein Riesenthema. Oder aber jetzt im letzten Sommer die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Wir hatten das letzte Jahr das erste Mal das Phänomen, dass einzelne kleine Kommunen das nicht mehr sicherstellen konnten. Oder auch überhaupt sich an Extremwetterereignisse anzupassen vor Ort. Das ist gar nicht so einfach. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Riesenchance, weil gerade vor Ort kann man eine ganze Menge machen, um
die Räume lebenswerter zu gestalten, um mehr Grün, mehr Platz für die Menschen in der Stadt zu organisieren. Und da kann Uwe gleich bestimmt viel mehr zu sagen. Aber Flächennutzungsbebauungspläne klingt sehr technisch, hat aber Riesenchancen, gerade für die Verkehrsplanung. Oder die Stadt selber, öffentlicher Auftraggeber, kann darüber auch eine ganze Menge steuern. Man kann die lokale Wirtschaft stärken, indem man über Klimaschutzmaßnahmen auch Wettbewerbsstandortvorteile schafft. Sieht man im Moment in Brandenburg, die haben so viel erneuerbare Energie, dass sie was abgeben können für Industrie, die sich da ansiedeln will. Also da ist eine ganze Menge möglich. Man braucht aber, und das ist immer die Schwierigkeit, die Finanzen und die personellen Ressourcen. Und deswegen helfe ich auch als Umweltministerin damit. Wir haben zum Beispiel eine Klimaschutzinitiative, wo wir so Klimaschutzmanager und eben auch Maßnahmen vor Ort mitfinanzieren. Herr Schneidewind, ich habe da jetzt rausgehört, wir haben hier die Themen Wasser, Trinkwasser, grüne Räume in der Stadt und Energien, erneuerbare Energien für und vielleicht auch aus und in der Stadt. Was gibt es da bei Ihnen in Wuppertal schon? Was haben Sie auf den Weg gebracht? Wo sind Sie dran? Was ist auch vielleicht besonders schwierig? Ja, also wie Svenja Schulze das ansprach, wir haben ja einerseits diese Klimaanpassungsthemen, also da gehört eben dazu, wie mache ich eigentlich unsere Städte weiter lebenswert, selbst wenn die Temperaturen steigen, und da ist sowas wie Stadtgrün, viele Parks. Wir sind eine sehr, sehr grüne Großstadt, man meint das oft gar nicht, ne, aber durch diese Herkunftsgeschichte aus dem 19. Jahrhundert, viele Bürgerparks, aus jeder Ecke der Innenstadt erreichst du in 10 Minuten einen großen Park. Das hat eine wichtige Funktion, wenn Städte heißer werden. Dann das sogenannte Stadtblau, also das Erschließen auch von Wasserflächen, die haben eine wichtige Kühlfunktion. Bei uns geht es darum, überhaupt wieder die Wupper, die ja lange nur ein Abwasserkanal war, über Jahrzehnte wieder zugänglich zu machen. Aber jetzt im Hinblick, weil wir wollen ja uns nicht nur anpassen auf einen Klimawandel, der sich nicht mehr abwenden lässt, sondern wir wollen ja ganz viel machen, um diesen Klimawandel möglichst zu verhindern. Und da kommen wir ja sicher gleich im Gespräch noch drauf. Ne? Das sind die Themen erneuerbare Energien. Wie baue ich unsere Städte um zu weniger Wärmeverbrauch? Was mache ich mit den Industrien vor Ort? Und wie kriege ich die Verkehrswende auf den Weg? Und ich glaube, in all den Bereichen ist auch in Wuppertal einiges unterwegs. Und da wird man dann an dem Beispiel sehen, dass es dann je nach Thema ganz besondere Herausforderungen gibt. In Wuppertal zum Beispiel mit großen Hanglagen, die hast du, wenn du aus der Innenstadt hoch auf den Berg willst, 10 oder 12% Steigung, die du überwinden musst. Da wirst du nicht so leicht Fahrradstadt wie zum Beispiel Münster, die Stadt ja aus der Svenja Schulze kommt. Und dann braucht man dann eben ganz eigene Strategien dafür. Aber Uwe, ihr habt diesen ganz wunderbaren Quartiersansatz, den ich überall im Land lobe, weil wenn man Gebäude sanieren will, dann ist es oft viel besser, nicht das einzelne Gebäude anzusehen, sondern zu sehen, was ist eigentlich rundherum und können wir nicht im Quartier, also alle gemeinsam, mehr erreichen und auch eben Kosten sparen. Und das ist in Wuppertal schon, ich würde sagen, fast Tradition, dass so gedacht wird. Und da kommt man wirklich große Schritte mit weiter. Als hätten wir es geplant. Ich meine, das ist ja nichts Schöneres, als dass ich selber gar nichts erklären muss. Aber die Umweltbundesministerin kennt doch sehr viel besser, was richtig gut läuft in Wuppertal. Super. Hier kommen wir vielleicht am Gespräch auch nochmal zu. Unser Klimaquartier in Arrenberg. Freut mich ja, dass das so tiefen Eindruck bei dir hinterlassen hat. Das ist wirklich, glaube ich, auch eine der Stärken, das Engagement, das wir vor Ort haben. Gerade weil wir als Stadt selber auch durch unsere Finanzsituation natürlich nur bedingt etwas bewegen können an vielen Ecken. Und es ist dann toll, so eine engagierte Bürgerschaft zu haben, die da oft auch die Themen selber in die Hand nimmt und richtig viel vorantreibt. Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Svenja Schulze auch ein Quartier in Paris ganz toll findet, wo eben auch versucht wird, ganz viel nah und beieinander zu organisieren. Und ich würde aber gerne nochmal an Sie fragen, Herr Schneidewind, welche Rolle auch grüne Städte für Gesundheit und Wohlbefinden spielen von BürgerInnen. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen. Ja, ich glaube, diese Themen Gesundheit in der Stadt, Lebensqualität und Klimaschutz zusammenzudenken, das ist ja so einer der ganz großen Trends. Und das hilft uns auch, das Klimathema so wegzuholen aus einer Sache, die rechnet man von irgendwelchen CO2-Tonnagen herunter. Das ist zwar im Kopf alles klar, aber wenn ich Menschen bewegen will, dann muss ich es
Ihr Herz ansprechen, auch das, was unmittelbar fühlbar wird. Ne? Und daher ist es so wichtig, diese sehr plastischen Bilder davon zu malen, dass klimagerechte Städte auch solche sind, in denen sich sehr viel besser lebt, ne? Weil man durch eine andere Form des Verkehrs sich dort auch gern zu Fuß oder per Rad drin bewegt, weil eben mehr Grün in der Stadt ist, eine höhere Aufenthalts- und Erholungsqualität auch vorhanden ist. Und wenn das zusammengeht, dann wird es auch viel leichter, engagierteren Klimaschutz voranzutreiben. Und man merkt das unmittelbar in der Lebensqualität. Das klingt so abstrakt, ne? Lebensqualität. Aber wir haben Studien vom Umweltforschungszentrum in Leipzig, die ganz kleinräumig ausrechnen, wie wirkt eigentlich sich Hitze in den Städten zum Beispiel aus. Und wir wissen, da, wo es richtig Grün gibt, also wo die Stadt sozusagen die Feuchtigkeit wie so ein Schwamm auch aufsaugt, da können bis zu 10 Grad niedrigere Temperaturen sein, als da, wo alles zugebaut ist. Und 10 Grad, also sich vorstellen, kann ich bei 28 Grad noch draußen rumlaufen oder bei 38, das ist ein Riesenunterschied. Insofern können Städte durch die Art und Weise, wie Grün, wie Wasser, wie solche Coolspots sozusagen eingebunden werden, ganz viel zur Lebensqualität auch beitragen. Und zum Klimaschutz. Sie haben gerade schon einige Zahlen genannt. Gibt es vielleicht auch schon Zahlen, die man nennen kann in Bezug auf die Corona-Pandemie und Auswirkungen auf Klima in der Stadt? Kann man da schon was zu sagen? Gibt es da schon Erkenntnisse zu? Wir haben ja alle in der Corona-Pandemie gemerkt, dass wir das Verhalten extrem verändert haben. Also was für ein Digitalisierungsschub das war. Das ist unvorstellbar. Also viel mehr Menschen als sonst haben von zu Hause gearbeitet. Und das wird sicherlich auch dazu geführt haben, dass der Verkehr runtergegangen ist. Aber das Entscheidende ist ja, ist es wirklich ein langfristiger Effekt? Ja? Hält sich das? Wird Homeoffice auch in Zukunft mehr möglich sein, als das bisher der Fall war? Und da muss man, glaube ich, noch eine Menge für tun, dass das auch bleibt, dass das nicht nur so einmal so ein kurzer Effekt war und dann geht es genauso weiter wie bisher. Und deswegen ist es so wichtig, was Uwe Schneidewind angesprochen hat. Wir brauchen eine wirkliche Mobilitätswende. Also nicht einfach nur E-Autos, sondern mehr Raum für das Fahrrad, mehr Raum wieder den Menschen in der Stadt zurückzugeben, den öffentlichen Personennahverkehr besser machen, den Deutschlandtakt, der versprochen ist, also dass wir einfach eine dichtere Taktung gerade auch für die langen Strecken haben. Das muss kommen, weil sonst werden auch die Menschen in den urbanen Räumen sich nicht für den ÖPNV, also für den öffentlichen Personennahverkehr entscheiden. Und für den ländlichen Raum ist das nochmal eine größere Herausforderung, da wirklich gute Angebote zu machen. Da gibt es auch Ideen und Konzepte, aber insgesamt muss das intelligenter werden. Es ist nicht mit einem bisschen Wasserstoff und E-Autos getan, ja. Was hemmt denn das? Das ist ganz kurz, Herr Schneider, wenn ich das mal ganz nachkurz fragen darf. Was hemmt denn, dass wir da nicht das noch mehr vorantreiben, gerade im öffentlichen Verkehr? Das kann Uwe gleich, glaube ich, perfekt beschreiben, aber es ist unglaublich zäher Bereich. Also eine neue Bahnlinie planen. Hamburg hat das gerade hinter sich, die haben neue S-Bahn-Linien geplant. Das hat 15 Jahre gedauert, bis das mit allen Genehmigungen, mit allen Einsprüchen dagegen durch war. Das sind einfach sehr träge Systeme. Oder jetzt im öffentlichen Personennahverkehr. Corona hat uns da auch eine ganze Ecke wieder zurückgeworfen. Viele Leute hatten Sorge, reicht das mit den Masken? Kann ich mich nicht da doch anstecken? Also werden wir wieder richtig Arbeit leisten müssen, um deutlich zu machen, der öffentliche Personennahverkehr ist in vielen Städten schon sehr, sehr attraktiv. Man kann den unbesorgt nutzen. Man kann auch die Bahn, ich fahre selber sehr viel Bahn, man kann die Bahn sehr gut nutzen. Die kriegen das gut hin mit den Hygienekonzepten. Aber da wird auch wieder Werbung notwendig sein, um die Leute wieder in den öffentlichen Bereich hineinzubringen. Ja. Herr Schneidewind, machen Sie es doch mal konkreter für Wuppertal. Sie sagten schon, Wuppertal ist bergig, das heißt, Fahrradstadt wird einiges an Wadenmuskulatur bedürfen. Wie sind Sie verkehrswendemäßig gerade auf dem Weg? Ja, also da ist Wuppertal ja wirklich ein schöner Fall. Ne? Eine schwierige Topografie, kein Geld und wie macht man trotzdem Verkehrswende? Und ich glaube, die Antwort zeigt eben auch, wie wichtig das ist, was wir jetzt hier in dieser Diskussion haben, dieses kluge Zusammenspiel zwischen Bund, Land und auch den Kommunen. Also wenn wir bei uns auf den Verkehrsmix schauen, wir haben einen Fahrradverkehrsanteil,
Der lag bei der letzten Befragung knapp unter 3%. Der ist jetzt immer noch weit einstellig, einfach weil niemand auf die Idee gekommen wäre, in dieser Stadt je Rad zu fahren. Und dann hat vor 10 Jahren eben auch durch bürgerschaftliches Engagement was begonnen, was die Perspektive komplett umgedreht hat. Denn wir haben aus unserer Industriegeschichte hier ganz viele alte Bahntrassen, die nicht mehr genutzt werden. Wir haben so ein fast 20 Kilometer langes Tal an einer dieser Höhen, eine solche alte Bahntrasse mit super Viadukten und Tunneln. Und da hat eine Bürgerbewegung, die Wuppertal-Bewegung, diese Vision entwickelt, daraus eine Radtrasse zu machen. Das ist jetzt ein 20 Kilometer langer Radweg gewesen mit fantastischen Ausblicken auf die Stadt, der weit mehr als ein Radweg heute ist. Das ist eigentlich ein neuer Naherholungsraum. Und plötzlich haben viele Kinder wieder Radfahren gelernt, ne, die vorher dann in diesen Randvierteln mit hohen Steigungen lebten und niemand auf die Idee gekommen wäre, ein 3-jähriges, 4-jähriges Kind bei 10% Steigerung auf ein kleines Kinderfahrrad zu setzen. Und das ist jetzt ein wichtiger Baustein, sehr viel mehr dieser Trassen zu erschließen, sodass es eigentlich eine durchgehende Radinfrastruktur gibt. Und wir sind jetzt mit Betreibern solcher auch E-Bike-Verleihe unterwegs, zu überlegen, wie können wir jetzt auch ein flächendeckendes Netzwerk an E-Bikes schaffen. Denn wenn wir Fahrradstadt werden wollen, werden wir auch nie Werte erreichen im Modalsplit wie in Münster, Mönchengladbach und anderen Städten. Aber wir können eine der spannendsten E-Bike-Städte werden. Wir haben ja auch eine ganz eigene Kultur mit E-Lastenrädern, ne? Weil das ist natürlich absolut cool, wenn du mit so einem Ding die Hänge hochfährst. Und da hat sich uns richtig auch Jetzt hängt der Schneidewind. Ich kann kurz erzählen, dass ich selber persönlich leidenschaftliche E-Lastenradfahrerin bin und mit dem Turbogang kommt man jeden Hang tatsächlich los. Herr Schneidewind, Sie sind wieder da mit dem E-Bike. Genau, ist es möglich? Wunderbar. Nee, stimmt, mein Windows Firewall, die macht hier immer ständig Ärger. Sehr gut. Auch da ist die Verkehrswende noch nicht ganz fertig. Und dann für uns ist eben der zentrale Baustein ist die Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs. Und da haben wir die gleiche Herausforderung wie fast alle Kommunen. Der Nahverkehr, wenn er ein gutes Angebot machen will, ist hochdefizitär. Wir machen ja jedes Jahr 60 Millionen Euro Verlust in unserem Nahverkehr und können das nur durch so einen Querverbund mit Gewinnen aus dem Energieverkauf der Stadtwerke kompensieren. Wir bräuchten eigentlich noch einen sehr viel besser ausgebauten Nahverkehr. Und hier beginnt jetzt das Doppelpassspiel. Wir brauchen die Freiräume auch zu ganz anderen Finanzierungsmodellen. Und bei diesen Finanzierungsmodellen für den Nahverkehr müssen wir nicht nur die klassischen Bausteine wie Busse, Straßenbahnen, bei uns ist ja noch Schwebebahn denken, sondern diese Zwischendinger zwischen Taxifahren und Bus, ne, diese On-Demand-Verkehre, wo man jetzt mit digitalen Möglichkeiten auch solche Destinationen bedienen kann, die eben nicht eine hohe Frequenz haben, sodass man damit eine komplette Buslinie auslasten kann. Die werden im Nahverkehrmix eine wichtige Rolle spielen. Und das braucht zum Teil auch gesetzliche Anpassungen auf Bundes- und Landesebene, um uns da mehr Freiraum zu geben. Und wir brauchen eben die anderen Finanzierungsmodelle. Da haben alle Kommunen ähnliche Herausforderungen und das ist ein total spannendes Thema über die Ebenen hinweg. Was müsste da konkret gegeben sein? Sie haben es gerade schon angesprochen, es ist immer so ein Wechselspiel aus bundesweit und ein Blick auf Kommunalebene. Wie sieht die perfekte Zusammenarbeit aus von Bund, Länder, Kommunalebene? Ich meine, wir haben ja Beispiele, also wenn wir jetzt in so einen Bereich gehen, regenerative Energien, ne, diesem Ausbau der regenerativen Energien, da hat der Bund auch gerade jetzt in dieser Periode ganz viele Förderprogramme auch aufgelegt. Und da ist ausreichend, sind auch Mittel da, auch im Hinblick jetzt auf Gebäudesanierungsprogramme. Und dass man wirklich sagen kann, da haben wir auch Möglichkeiten, als Kommunen zu investieren. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt für Städte wie unsere, ne, die solche Nothaushalts- oder Stärkungspaktkommunen sind, das, was Svenja Schulze gerade ansprach, auch die Personalmittel mitzudenken. Ne? Ja. Also weil wir haben zum Beispiel bei gewissen Themen das große Problem, dass das dann fast alles nach Süddeutschland geht, weil die Kommunen da reich sind. Die haben ihre Pläne in der Schublade und wenn dann ein großes Programm vom Bund kommt, können die rausholen und losschicken, während ich in Wuppertal noch nicht mal Planungskapazitäten ausreichend habe für das tägliche Geschäft. Und an solche Themen müssen wir dran. Gerade ein wichtiges Thema auch für ganz viele Städte in Nordrhein-Westfalen. Und sowas wie die Einrichtung jetzt dieser Klimaschutzmanagerstellen, das ist da einfach ein ganz wichtiger Baustein. Und in so eine Richtung müssen wir da, glaube ich, noch viel mehr denken.
Und Uwe, wenn wir mal einmal aus dem Themenbereich, unserem Themenbereich jetzt gerade rausgehen, eigentlich müssten die Kommunen wie Wuppertal, die so eine lange Geschichte haben, die aber durch den Strukturwandel eben auch dazu geführt hat, dass Wuppertal wenig Geld hat und viele Schulden. Wir bräuchten eigentlich einen Schuldenerlass. Die Kommunen müssten eine Chance haben, nochmal neu wieder starten zu können. Olaf Scholz hat das in x Runden versucht. Der Süden blockiert das immer wieder, weil sie diese Probleme nicht mehr haben. Da haben wir über viele Jahrzehnte für gesorgt, dass sie die nicht mehr haben. Aber das macht den Kommunen in sowas wie dem Bergischen Raum oder auch im Ruhrgebiet, die einfach viele Kosten, Sozialkosten des Strukturwandels selber getragen haben, macht denen über Jahrzehnte Probleme. Und da kommt man alleine nicht raus. Da kann so eine Kommune wie Wuppertal nicht alleine rauskommen. Deswegen müsste man eigentlich mal so einen Schnitt machen, sagen so, jetzt seid ihr die Schulden los, könnt wieder anders auch die Verwaltung aufbauen, weil das merke ich an ganz vielen Stellen. Wir brauchen einfach gute Leute in den Kommunalverwaltungen. Und wenn dafür kein Geld da ist, dann macht uns das überall Probleme. Dann gibt es die Genehmigungen nicht schnell genug, dann können keine Anträge beim Bund gestellt werden, dann hat das einen riesen Rattenschwanz an Problemen, hätte ich jetzt was gesagt. Also die Kommunen sind da ganz entscheidend und gerade in Nordrhein-Westfalen haben wir viele Kommunen, die einfach zu wenig Mittel haben, um überhaupt noch an den ganzen Programmen partizipieren zu können. Zeigt, wie eng die verschiedenen Politikfelder zusammenhängen. Ja, absolut. Genau, wir haben heute Morgen schon gehört, dass Klimaschutz nicht immer nur Klimaschutz in dem Sinne ist, sondern dass deutlich komplexer ist. Bei mir haben sich jetzt 2 Fragen aufgestaut, die würde ich noch fragen und dann haben wir auch schon einen ersten Student, eine erste Studentin, die Lust hat, eine Frage zu stellen. Die würde ich dann vielleicht direkt reinnehmen, weil das ja einfach immer auch nochmal ein ganz anderer Blick und eine spannende Einsicht ist. So, vorher noch meine 2 kurzen Fragen. Vielleicht können Sie mir das beantworten. Frau Schulz, wir hatten vorhin in Wuppertal 3% Fahrradverkehr. Ich weiß jetzt nicht, was da der korrekte statistische Begriff ist. Haben Sie einfach mal eine Richtlinie, wie das so bundesweit oder in anderen Städten ist? Weil 3% sagt einem ja nichts, wenn man nicht weiß, wie es anderswo ist. Ich habe die Zahl jetzt gerade auch nicht präsent, aber es ist je nach Stadt wirklich unterschiedlich. Also in Münster wird der überwiegende Teil mit dem Fahrrad gemacht, aber man ist einfach auch schneller mit dem Fahrrad als mit dem Auto. Ja, das ist irgendwie, warum soll man dann stecken bleiben? Warum soll man das Auto nehmen? Für die Fahrräder gibt es eben eigene Schnellwege, eigene Möglichkeiten und deswegen hat das eine ganz andere Dimension da. Also ich weiß gar nicht, wie im Moment die durchschnittliche Zahl ist, aber was auf jeden Fall klar ist, wir brauchen mehr sichere Radwege, wir müssen mehr Platz fürs Fahrrad haben, wir brauchen eine bessere wirklich Infrastruktur, also dass man nicht dauernd absteigen muss, Ampel hat, womöglich habe ich in einer Stadt erlebt, da waren mitten auf dem Fahrradweg Treppen, da musste man das Fahrrad dann runtertragen. Ja, also das ist alles nicht attraktiv und sowas wie ich im Moment an ganz vielen Stellen fördere, gerade so in den ländlicheren Regionen, Radwege zu haben, die gut beleuchtet sind. Dann sagen alle, ja, das ist nicht gut für die Insekten. Ja, ist es nicht. Aber dann macht man das eben so, dass immer nur die nächsten 50 Meter beleuchtet werden. Solche Radwege finanzieren wir vom Bund mit. Dann werden die nächsten, also man fährt mit dem Fahrrad an und wird die nächsten Meter dann kriegt dann da eine Beleuchtung. Und solche Dinge, solche innovativen Konzepte, die helfen eben auch, dass mehr Rad gefahren wird. Also in Berlin und war es jetzt während der Corona-Zeit so, dass viele einfach wirklich aufs Fahrrad umgestiegen sind und dass hier diese sogenannten Pop-up-Radwege entstanden sind. Man hat einfach schnell mehr Fläche geschaffen, hat leider jemand gegen geklagt, aber eigentlich ist das genau das richtige, Raum zu geben für Radverkehr. Ja, vielen Dank. Dann schauen wir doch jetzt mal. Herzlich willkommen im Studio. Können wir einmal unseren studentischen Gast noch bekommen? Wen haben wir da? Ja, hallo, mein Name ist Julius Schwarze. Ich schreibe. Ihr hört mich schon perfekt, okay. Super, ja. Moin. Hallo. Hi. Ich schreibe für den Konferenzwochenblog, unter anderem auch zu dieser Veranstaltung hier und hätte eine konkrete Frage an Frau Schulze. Die wäre nämlich bezogen auf das Thema nachhaltige Stadtentwicklung. Da kann man sich ja nur vorstellen, dass da nicht nur das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit involviert ist, sondern sicherlich auch das Verkehrsministerium, das Innenministerium, da ja auch der Baubereich darunter fällt, des Bundes noch involviert sind. Inwiefern besitzt Ihr Ministerium da eine
alleinige Handlungskompetenz in gewissen Fragen und Angelegenheiten und inwiefern hemmt dann auch die interministerielle Abstimmung dann doch das Voranschreiten von Projekten, was man ja immer mal wieder auf Bundesebene so mitbekommt? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Marina Mazzucato, eine sehr interessante Ökonomin aus den USA, die hat in ihrem neuen Buch geschrieben, dass der Staat immer dann sehr erfolgreich ist, wenn er sich so Missionen vornimmt. Sie nennt es wirklich Missionen und sagt, alle müssen das gleiche Ziel haben, müssen alle in die gleiche Richtung laufen und dann läuft's. Das kriegt man in Regierungen, die hohe inhaltliche Überschneidungen haben, gut hin. In großen Koalitionen ist das sehr schwierig. Deswegen ist das eigentlich nicht das Modell, was auf Dauer bitte gewählt werden sollte, sondern wir brauchen wieder fortschrittliche Mehrheiten. Wir müssen andere Dinge also gezielt vorantreiben können. Und es ist möglich, als Regierung zusammenzuarbeiten. Man kann eine ganze Menge machen. Ich sehe das im Moment bei meinem Klimaschutzgesetz. Wir haben es ja hier durchbekommen, dass Klimaschutz jetzt Gesetzesrang hat. Und vorher war das so, die jeweilige Klimaministerin, die Umweltministerin musste immer die schlechten Zahlen verkünden und alle anderen haben sich zurückgelehnt, nämlich der Verkehrsminister, der Bauminister, der Wirtschaftsminister, die Landwirtschaftsministerin. Das sind aber die, die CO2 reduzieren können. Ja? Das heißt, jetzt werden die Einzelnen, die die Verantwortung haben, auch zur Verantwortung gezogen. Die müssen liefern. Liefern sie die Zahlen nicht, müssen sie ein Sofortprogramm vorlegen und nicht ich das erklären, warum sie das nicht gemacht haben. Und solche verbindlichen Rahmen helfen, wie dieses Klimaschutzgesetz und eben, wenn es von oben wirklich vom Kanzleramt, von der Kanzlerin, dem Kanzler durchgesteuert wird. Und solche Zukunftsmissionen, ich halte die für zentral. Uwe Schneiderwind hat eben den Titel seines Buches genannt, große Transformation, ja. Wir haben solche einschneidenden Veränderungen in den nächsten 10 Jahren vor uns. Die müssen wir schnell und strukturiert, wir müssen sie umweltgerecht und sozial gerecht wirklich hinkriegen. Wenn wir das nicht schaffen, laufen wir in große Katastrophen hinein. Und deswegen zu sagen, wir machen zentrale Missionen, wir verpflichten die gesamte Regierung, da in eine Richtung zu laufen, ich glaube, das ist der richtige Weg. Super, ja, vielen Dank für die Einblicke. Sehr interessant, danke Ihnen. Klasse, vielen Dank, Julius, für die tolle Frage. Sehr interessant. Dann darf ich vielleicht noch weitermachen, weil es jetzt eben schon so ein bisschen durchklang. Klimawandel ist gerade Top Priority oder sehr, sehr wichtig. Darauf können wir uns einigen. Gibt es vielleicht aber gleichzeitig auch eine Art negative Seite oder etwas, das Klimawandel, also wenn wir uns ganz, ganz viel für Klimawandel einsetzen, verschärft das andere Bereiche, die jetzt vielleicht dabei aus dem Fokus rücken? Ich glaube, kluge Politik heißt ja, dass man das gut miteinander verknüpft. Also ich glaube, da, wo das Thema durch ist, ist das, glaube ich, mit so einer Innovationsagenda zu verbinden. Ne? Das hat man eigentlich in allen Parteien, ist das jetzt etabliert. Jeder hat verstanden, der Trend geht dahin, sich jetzt Klimawandel und dem Klimathema, ob bei der Mobilität den erneuerbaren Energien zu verschließen, bedeutet auch den Wirtschaftsstandort gefährden. Also da ist das da. Die spannende Herausforderung, da kann Svenja sicher gleich auch einiges noch zu sagen, ist die Kopplung mit der sozialen Frage. Ja. Ne? Weil auch das ist lösbar. Aber da sind wir noch auf dem Weg und auch in den Wahrnehmungen wird das oft auch bewusst gegeneinander ausgespielt. Da entdecken plötzlich Menschen ihre soziale Seele, dem man das nie zugetraut hätte und dann aber merkt, aha, die brandmarken das vermeintliche soziale Ungleichgewicht von ökologischen Maßnahmen nur deswegen, weil ihnen wirtschaftlich die ökologischen Maßnahmen nicht passen. Ne? Also da ist ein Thema da. Und wir haben das ja bei anderen Themen jetzt auf der Stadtebene gehabt. Wie bringe ich das zusammen? Lebensqualität in der Stadt, Gesundheit und Klimaschutz. Und ich glaube, da kriegen wir gerade jetzt beim Thema auch Verkehrswende, also was das macht mit Städten, ne? Wie die lebenswerter werden. Und das Pariser Beispiel war ja gerade schon adressiert. Da wird das spürbar. Und wenn du einmal in so einer Stadt bist, die klimagerechten Verkehr umgesetzt hat, da willst du immer wieder hin. Ne? Und dann wird das so ein Selbstgänger. Aber ich glaube, diese Kopplung soziale und ökologische Frage ist vermutlich eine der wichtigsten Baustellen, die wir unbedingt in den Griff bekommen müssen.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Das ist wirklich so, dass ich will das auch mal an einem Beispiel deutlich machen. Alle sind für einen höheren CO2-Preis. Ein höherer CO2-Preis nutzt aber ja nur dann was, wenn die Leute es wirklich umsteigen können von der CO2-intensiven Alternative zu einer nicht so CO2-intensiven, am besten ohne CO2-Alternative. Und das ist für viele gar nicht so einfach. Ich nehme immer gerne eine Freundin von mir, weil die so ein schönes Beispiel ist. Die arbeitet bei mir in Münster an der Uniklinik. Die ist da ganz normal sozusagen Krankenschwester sozusagen in der Pflege tätig und die kann sich von ihrem Einkommen weder die Wohnung in der Nähe der Klinik leisten, weil da wohnen schon die ganzen Ärzte, die Preise kann man überhaupt nicht bezahlen. Sie kann sich aber auch, sie kann nicht mit dem ÖPNV fahren, weil sie hat Schichtarbeit. Zu den Zeiten fährt überhaupt noch kein vernünftiger öffentlicher Personennahverkehr und ihr altes Auto, das muss noch eine ganze Zeit lang halten, ja. Und bevor wir für die gebrauchten E-Autos auf dem Markt haben, die sich auch leisten kann, weil die meisten kaufen sich gebrauchte Autos. Das dauert einfach noch. Das heißt, selbst wenn der CO2-Preis höher wird, sie kann ihr Verhalten gerade nicht verändern. Und das sozial fair hinzukriegen, das ist wirklich nicht einfach. Ich komme immer wieder unter Druck, weil ich gesagt habe, wir müssen den CO2-Preis langsam ansteigen lassen. Die Leute müssen eine Chance haben, was anderes zu tun. Aber ohne das, das kann man sich in Frankreich, das kann man sich in den USA angucken. Wenn man das nicht tut, wird Klimaschutz nicht erfolgreich sein, sondern das hat dann einfach nur einen Effekt, wird abgewählt. Und das kann niemand von uns wollen. Deswegen ist es so wichtig, in einer Demokratie, und ich glaube, das ist die beste Form, Klimaschutz voranzubringen, in einer Demokratie Mitmachmöglichkeiten zu bieten, Mehrheiten zu beteiligen und für Mehrheiten auch um Mehrheiten zu ringen. Ja. Und das machen wir jetzt direkt. Genau. Vielen Dank, Frau Schulz. Jetzt haben wir nämlich schon mal grob geguckt, wie eben Klimaschutz dann eben auch mit Demokratie zusammenhängt, mit Partizipation zusammenhängt, mit Teilhabe zusammenhängt. Das ist super, weil wir das nämlich auch die nächsten Tage noch weiter angucken werden. Aber jetzt, wir sehen es schon, gleich die nächste Frage. Hallo, wer bist du? Hallo zusammen. Ich bin Juka, ich bin Erstsemester-Studierender der Umweltwissenschaften hier an der Leuphana und ich habe auch eine Frage an Frau Schulze. Knüpft tatsächlich so ein bisschen daran an, was gerade eben gefragt wurde. Und zwar, Frau Schulze, haben Sie ja gesagt, dass es so eine Mission bräuchte, die irgendwie von mehreren Parteien irgendwie unterstützt wird. Meine Frage ist, gibt es diese Mission nicht eigentlich schon? Also 2016 wurde ja das Pariser Klimaabkommen von allen Bundestagsabgeordneten ratifiziert. Das heißt, tendenziell haben alle sich dazu verpflichtet und ihre Unterschrift gegeben. Wie kann es dann sein, dass in den letzten Jahren GroKo immer noch keine umfassenden Maßnahmen eingeleitet sind? Es ist nun mal so, dass Sie haben das ja vorhin schon quasi angedeutet, die nächsten 10 Jahre werden sowas von wichtig und es werden so starke Einschneide in unser Leben passieren. Wie kann es sein, dass dann immer noch zum Beispiel im Gebäudesektor die Gebäude, die stärker saniert werden müssten, momentan oder in den letzten Jahren der GroKo wurde weniger als 1% der Gebäude stärker energetisch saniert, wobei das eigentlich für die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels 4% pro Jahr sein müssten. Wie kann das sein? Und wie kann es sein, dass diese Mission, die es ja eigentlich schon gibt, irgendwie immer noch nicht wirklich durchgeführt wird und scheinbar nicht ernst genommen wird von den Abgeordneten? Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. These 1, dass nichts passiert ist, stimmt schon mal nicht. Es ist in den letzten 4 Jahren so viel passiert wie selten zuvor und zwar trotz einer wirklich harten Krise, nämlich mit der Pandemie, die wir hatten, haben wir das größte Investitionsprogramm für den Klimaschutz auf den Weg gebracht, was es jemals gab. 100 Milliarden, also nicht Millionen, sondern 100 Milliarden, die jetzt in die Gebäude, in den Verkehr, vor allen Dingen in die Bahn hineinfließen. Das sind wirklich wichtige Gelder und wir haben eben ein Klimaschutzgesetz, was das jetzt eben auch verbindlich macht. Und wir haben das Pariser Klimaschutzziel noch angehoben im Dezember. Also das ist nicht nichts, sondern das ist wirklich eine Menge, was in der letzten Zeit passiert ist. Aber die Sanierungsquote ist trotzdem zu niedrig, weil wir haben Geld, was wir zur Verfügung stellen. Es wird auch abgerufen, es geht aber unglaublich langsam. Und wenn das nicht stärker vor Ort in die Hand genommen wird, wir haben in der Nähe von Uwe Schneidewind in Bottrop ein sehr gutes Beispiel. Da ist das mal als konzertierte Aktion der Stadt gemacht worden, auch mit zusätzlichen Mitteln. Die haben ihre Sanierungsraten deutlich erhöht. Aber nur das Geld nutzt nichts. Es muss wirklich vor Ort eben auch umgesetzt werden. Und
die Zukunftsmissionen sind noch anders gemeint. Das ist nicht nur das gemeinsame Ziel, treibhausgasneutral zu sein, sondern Mission heißt, jedenfalls so wie Mazzucato das beschreibt, wirklich alle dazu zu kriegen, in die gleiche Richtung zu arbeiten. Das ist eher eine strategische Herausforderung, wie man das dann in einer Regierung umsetzt. Und da sind wir noch nicht schnell genug, da sind wir noch nicht gut genug. Und das hat auch was damit zu tun, wie wichtig dieses Thema insgesamt genommen wird. Und ich sage als Sozialdemokratin, mir wird es noch nicht wichtig genug genommen. Dafür braucht man aber andere Mehrheiten, um da schneller voranzukommen. Ja, vielen Dank. Okay, dann bin ich gespannt, wie die nächsten Wahlprogramme aussehen werden, wie die Koalitionsverhandlungen laufen werden und werde das weiterhin aufmerksam verfolgen. Vielen Dank. Danke für Du deine musst den Frage. Druck hochhalten, das ist wichtig. Genau. Sagen, nur mit eurer Power bewegt ihr auch die Parteien. Ja. Herr Schneidewind, vielleicht kann ich dann auch ganz konkret fragen, und zwar, wir haben jetzt davon gesprochen, dass in der Stadt, wir haben noch nicht über die Stadtebene gesprochen, wir haben über die globale Ebene jetzt sozusagen kurz, über Bundesebene dann vielleicht gesprochen, sozusagen wie wichtig da Mehrheiten und eine Mission sind. Und jetzt ist ja die Frage, wie ist das bei Ihnen in der Stadt? Also ist ganz Wuppertal schon für die grüne Mission entflammt und radelt in die gleiche Richtung? Oder wie machen Sie das? Wie kriegen Sie die Leute für Klimaschutz begeistert vor Ort? Nee, also natürlich bei weitem nicht. Ne? Und das macht das eben wirklich auch so wichtig. Und das meint ja auch Svenja Schulze mit der Mission, weil es ja 1000 Gründe gibt im konkreten Umstellen, warum es denn so schwierig ist. Und Sie können sich das vorstellen, in der Stadt, die extrem autogerecht ist, ne, wo sich ganz viele darauf eingerichtet haben, mit dem Auto ihre Wege zu machen, es kaum ausgebaute Fahrradwege gibt. Wenn du dort jetzt ernst machst mit einer fahrradgerechteren Stadt, dann kochen die Emotionen auch hoch, aber das ja unmittelbare Eingriffe sind in die Lebensrealität. Diese Programme jetzt zur Gebäudesanierung, wenn du in der Stadt bist, wo die Immobilienpreise in Zukunft eher stagnierend sind und sich jeder sagt, warum sollte ich jetzt in dieses Haus noch was investieren, selbst wenn ich da als 100.000 Euro in die Hand nehme, ich kriege das doch nie für teures Geld irgendwann wieder verkauft, dann sind dann auch ganz schnell Widerstände entsprechend da. Und das kriegt man eben wirklich nur aufgebrochen, wenn eine feste Überzeugung davon da ist, das geht langfristig und systematisch in diese Richtung und sozusagen Wehren ist zwecklos. Also jetzt im Sinne von, und das passiert natürlich auch in solchen Städten wie Wuppertal und ich glaube bundesweit immer mehr, auch bei allen Parteien. Man erkennt, der Zeitgeist geht in diese Richtung. Da hat Fridays for Future extrem viel bewirkt, ne? Weil man eben spürt, man kann gar nicht mehr so in die Bremsen gehen, wie man das noch vor 10 Jahren gemacht hat. Am faszinierendsten ist das jetzt ja in der Automobilindustrie zu sehen. Ne? Also wie jetzt Markus Dußmann von Audi und andere Vorstände gerade im VW-Konzern sagen, nee, die Welt sieht jetzt so aus und jetzt steuern wir auch um. Und da geht es jetzt auch in so einer Stadt wie Wuppertal rum, deutlich zu machen, es geht in diese Richtung und wir als Politik, auch ich als Oberbürgermeister, biete euch Wege an, das aber in der Form zu gestalten, dass die Friktionen, die das bedeutet, eben nicht so groß werden. Ne? Aber das ist noch ein weiter Weg. Ne? Da bin ich natürlich immer dankbar, wenn erstmal an Svenja Schulze die Fragen gestellt werden, warum geht es in der GroKo nicht weiter? Ich kriege in 2, 3 Jahren, wenn ich dann hier lange genug Oberbürgermeister gestellt werde, Herr Schneidewind, Sie haben doch mal ein Institut geleitet. Sie waren doch immer der große Revolutionär. Und ich gucke mir an, jetzt 3 Jahre lang Wuppertal und immer noch viel zu CO2-Emissionen. Was haben Sie eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ne? Also von daher genieße ich die privilegierte Phase, das jetzt erst gut 100 Tage zu machen. Uwe, die ist kurz, die Phase, die ist sehr kurz. Ja, genau. Das habe ich selbst an 100 Tagen schon gemerkt. Alle sich wundert, wie Wuppertal sieht doch immer noch so aus wie vor Ihrer Zeit, Herr Schneidewind. Was haben Sie die 100 Tage eigentlich gemacht? Herr Schneidewind, was sind so 2, 3 Dinge, die Sie zuhauf 2030 in Wuppertal sehen möchten? Also ganz viele verkehrsberuhigte Quartiere, in denen diese Lebensqualität spürbar wird. Dann eben diese ausgebauten Fahrradtrassen und richtig viel Solar auf den Dächern, auch auf den alten Häusern, weil wir diese Konflikte, die wir jetzt noch zum Teil mit dem Denkmalschutz gelöst haben, sodass sich viele Stadtquartiere, einzelne Wohnblocks wirklich komplett auch regenerativ mit Energie versorgen. Okay, prima. Bevor wir diese Frage für die Zukunftsvision konkret auch noch an Svenja Schulze stellen können, haben wir, glaube ich, noch Studierende in der Röhre. Wen haben wir da? Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, super. Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, wir haben jetzt eben geredet über Solar auf den Dächern. Einen Teil habe ich leider aufgrund der Hintergrundveranstaltung nicht mitgehört.
Aber die Frage wäre von mir aus, wie sieht denn das mit flächendeckender Begrünung aus in der Stadt? Ich sag mal, um dem CO2-Ausstoß entgegenzuwirken, würde das natürlich viel Sinn machen, wenn die Stadt deutlich grüner wird an sich. Und da wir ja in den Städten viele Häuser haben, würde das ja unter Umständen auch Sinn machen, die Dächer zu begrünen oder Flächen oben auf den Häusern. Das heißt, vielleicht teilweise Solar, teilweise Grünflächen oben drauf zu bauen. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob sowas in Planung ist oder in größerer Planung ist oder wie es mit dieser Idee grundsätzlich aussieht. Mhm. Soll ich mal anfangen? Uwe, Gerne, du Svenja, hast nochmal konkret. wenn ihr da auch Initiativen habt für Ja, Städte, genau. gerne. Mhm. Ja, das ist total wichtig. Ich habe das ja eben erklärt nochmal, warum dieses Grün in den Städten so wichtig ist. Es ist nicht nur, weil es schön ist, sondern es ist auch Rückzugsraum für Insekten, sondern es ist wirklich wichtig, um auch die Temperaturen in den Städten runterzukriegen. Ich habe einen Masterplan Stadtnatur dazu veröffentlicht und wir haben auch Förderprogramme, wo wir sowas unterstützen, weil es ist heute gar nicht mehr so einfach. Also ist nicht damit getan, dass man ein paar Bäume pflanzt, weil die Bäume im Moment in den Städten einfach vertrocknen im Sommer, sondern man muss schon wirklich Geld in die Hand nehmen und dann zum Beispiel auch Bewässerungssysteme für Bäume mit auf den Weg bringen. Man kann nicht einfach nur eine Fassade begrünen, sondern man muss sich wirklich auch ein intelligentes Bewässerungssystem überlegen, weil sonst ist das innerhalb von kürzester Zeit wieder vorbei. Also das ist so einfach gesagt, ein bisschen Grün in die Städte. Es ist aber, wenn man es macht, ganz schön intensiv, pflegeintensiv und aufwendig, weil der Fakt im Moment ist, wir verlieren Grün. Also wir verlieren in den Stadtparks ganz viele Bäume, wir verlieren in den Grünflächen Bäume, einfach weil es jetzt schon 3 Jahre hintereinander so trocken war, dass wir auch alte, wie ich finde, wunderschöne Bäume nicht mehr retten können und jetzt wirklich sehr schnell neu pflanzen müssen, so pflanzen müssen, dass die Bäume, dass das Grün auch damit klarkommt, dass es eben trockener in den Städten wird. Ja. Aber tendenziell sind auch solche Pläne in Arbeit dann. Ja, wir haben, das Konzept nennt sich Schwammstadt, was eben das Grün, mit dem Grün und mit einer bestimmten Form der Architektur eben die gesammelte Feuchtigkeit aufsaugt und dann eben, wenn es trocken ist, wieder abgibt. Und in dem Masterplan Stadtnatur sind ganz konkrete Beispiele und eben in unseren Förderprogrammen, die wir haben, kann man solche Dinge dann eben auch mitfinanzieren. Okay, und ich meine, auf der kommunalen Ebene ist es eben auch wirklich zurzeit eher der Kampf für die noch vorhandenen Flächen. Ne? Also wir haben einen gewaltigen Flächendruck, eben die Bebauung von grünen Flächen, die zurzeit noch bestehen, zu behindern. Dieses Regreening, das ist, das beginnt erst jetzt ganz langsam. Da wird es, glaube ich, auch spannend zu sehen sein, ob man auch von den internationalen Beispielen lernt. Ne? Man sieht jetzt ja immer wie diese Bilder aus Singapur und anderen Städten. Also je mehr auch noch an solchen Beispielen deutlich wird, was eigentlich geht, kann man einfach nur hoffen, dass das bei Architekten, bei Bauherren immer mehr dann auch ein Trend wird, der dann auch auf entsprechende Bundesprogramme zurückgreift. Mhm. Vielen Dank für die Frage. Deinen Namen haben wir jetzt gar nicht mit. Magst du noch mal sagen? Jana Schümann, Entschuldigung. Ja, Jana, Danke, nein, Jana. kein Problem. Jana, danke für die Frage. Cornelius, was meinst du? Haben wir noch Zeit für eine letzte Studentinnenfrage oder neigen wir uns schon dem Ende zu? Also ich würde sagen, das ist eine gute Sache mit den Studentenfragen. Aber wir machen morgen und Studierendenfragen. einfach weiter. Wir machen morgen Ne? weiter und wir Also. machen nachher, vielleicht darf man das schon sagen, um 17:30 Uhr Ja, bei das ist Frau gut. Schulze schon weiter. Genau. Frau Schulze, Sie haben gesagt, Sie haben nachher für alle Fragen, die jetzt gerade noch in der Leitung sind und die wir jetzt leider nicht mehr durchstellen können, einen Livestream auf Instagram. Ja, ich mache ganz regelmäßig so eine Art Bürgersprechstunde auf Instagram und die ist heute wieder um 17:30 Uhr und dann, da gibt es alle Fragen quer durch die Welt, immer so eine Stunde. Das mache ich ganz, ganz oft. Im Moment sind ganz viele Fragen zur Landwirtschaft schon reingekommen, also das geht auch im Vorfeld, kann man ja schon Fragen schicken. Und gerne, das mache ich echt ganz oft. Also manchmal auch Facebook Live, Instagram Live, alles, also solche Geschichten passieren auch. Perfekt. Dann würde ich das heißt- sagen, alle Fragen, die jetzt gerade Genau. noch in der Leitung sind, kommt unbedingt zum Stream 17:30, nachher um direkt nach 17:30 Uhr. unserem Zukunftsmagazin. Also wir haben ja sozusagen so einen 24 Stunden Dauerstream Nachhaltigkeit in Städten dann langsam aufgebaut. Frau Schulze, Sie würden mir aber gerne noch fragen, was sind aus Ihrer Sicht 3 Dinge oder Sachen oder Situationen, Phänomene, die Sie in Städten im Jahr 2030 ganz viel sehen möchten?
Es ist eigentlich das Gleiche, was Uwe Schneidewind eben schon gesagt hat. Ich wünsche mir viele, viele sichere Radwege. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die auch sicher sind. Ich möchte auf jedem Dach Solar haben und Windkraft, wo es geht, und mehr Grünflächen, weil wir brauchen diese Begegnungsräume, wir brauchen diese Erholungsräume. Sie sind gut für Insekten und gut für den Klimaschutz. Also das sind auch meine 3 Top-Favoriten. Okay, wundervoll. Ich glaube, damit sagen wir dann Ja. vielen Dank und vielleicht Cornelius, lass uns noch mal kurz zusammen denken. Also wir haben jetzt hier, was ist schon auf dem Weg? Das Klimaschutzgesetz habe ich von Ihnen gehört. Frau Schulze, das bringt einiges auf den Weg, weil das Sachen konkreter machen kann und weil das eben auch gesetzlich dann gebunden ist und nicht immer die Schuld zu denen gebracht wird, die es nicht bringen vermeintlich, sondern weil dann auch andere Ministerien liefern müssen. Wir haben gelernt, worauf kommt es an? Natürlich einerseits, dass wir möglichst viele integrieren in diesen Prozess, dass wir aber eben auch ein gutes Verhältnis von Bundes- und Kommunalebene schaffen, Ja. dass wir uns da zueinander zuarbeiten. Genau. Und dass wir mit dem Klimaschutz niemanden zurücklassen dürfen, das haben Sie, Herr Schneidewind, gesagt, das wird Ihre schwierige Aufgabe in den nächsten 100 und dann nochmal wie vielen Tagen, weiß ich jetzt nicht, wie viel Sie da haben. Ihre Aufgabe sein, eben Klimaschutz als schon gemeinsame Mission und als hohe Priorität zu etablieren und gleichzeitig aber auch zu wissen und auf dem Zettel zu behalten, dass man nicht von heute auf morgen alles ändern kann. Denn Sie, Frau Schulz, haben ja auch noch mal sehr schön gesagt, einige Personen lässt man damit dann zurück. Und das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht der Deal. Und natürlich Klimakrise, wir sprechen mal Klimakrise. Letztendlich wird es wahrscheinlich nicht ein Ende dieser Krise geben, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass wir hier es mit einem Prozess zu tun haben, der sich einfach natürlich für den Rest unseres Lebens, sag ich mal, hinlegt. Ja. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Bundesministerin Svenja Schulze. Und Oberbürgermeister von Wuppertal, Uwe Schneidewind, danke, dass Sie bei uns waren. So, wir können jetzt noch, danke, wir können noch einmal auf Lou und das Graphic Recording hinweisen, dass ihr nämlich jetzt auch im Nachhinein in der Mediathek sehen könnt. Lous Instagram-Channel kann ich euch auch noch verraten, lou.sz, schreibt sich lou.eszet, wenn ihr gucken wollt, was sie sonst noch so zeichnet. Und jetzt weisen wir noch auf unser wundervolles Zukunftsstadt-Magazin hin. Cornelius, da weißt du doch einiges. Erzähl mir doch mal was. Genau, ihr bleibt am besten einfach hier beim Stream dabei oder schaut nochmal auf www.leufhanna.de/Konferenzwoche für den aktuellen Link, denn es geht um 17 Uhr weiter mit dem Zukunftsstadt-Magazin. Da kommen wirklich alle Fäden, die irgendwas mit Lüneburgs Zukunft zu tun haben, hier in dem Studio zusammen. Es geht um die 3 Säulen Stadtgesellschaft, Stadtverwaltung, Zivilgesellschaft und Universität. Spannende Gäste, alles rund um Biodiversität. Und ich würde sagen, ihr bleibt einfach dabei und schaut euch das gleich an. Und dann heute Abend nochmal einschalten zum Utopie-Studio. Und wir sehen uns morgen. Tschüss. Tschüss. Das war ja spannend.